Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, mehr als 50% deiner Kalorien sollten aus Kohlenhydraten kommen. Für einen Büromenschen ist das kein Ratschlag, das ist ein Rezept für Übergewicht und Diabetes. Es ist kein Zufall, dass die Fettleibigkeitsepidemie in den 80er Jahren begann. Genau als diese Empfehlungen populär wurden. Die Low-Fat-Propaganda hat uns das Fett aus dem Essen gestrichen. Aber die Energie muss ja irgendwo herkommen. Also wurden die Kohlenhydrate erhöht. Das Ergebnis: Typ-2-Diabetes plus 100% seit 1990. Übergewicht verdreifacht. Fettleber, früher eine Alkoholikerkrankheit, heute hat sie jeder Dritte. Dazu Bluthochdruck und metabolisches Syndrom auf Rekordniveau. Aber es gibt einen Ausweg. Meine Top-10-Liste der guten Kohlenhydrate basierend auf der Analyse von 10 Expertenvideos, abgeglichen mit meiner eigenen Erfahrung. Plus das Prinzip, verdiente deine Kohlenhydrate. Wer, welche, wann, wie viele, das alles erkläre ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Nahrungsergänzungsmittel und 100% natürlich. Und bevor du denkst, das ist wieder so ein Typ, der im Genetik-Lotto gewonnen hat, ich war dort, wo du vielleicht gerade bist. Müde, aufgebläht, frustriert. Ich hatte über 20 Jahre eine starke Allergie, die mich jeden Frühling zur Geisel gemacht hat. Ich hatte eine chronische Knieentzündung und ich hatte eine vergrößerte Prostata, die mich nachts mehrfach aufstehen ließ. Heute, die Prostata ist um 18% geschrumpft, ohne Medikamente. Die Allergie verschwunden, die Entzündung Geschichte. Nicht, dass es wichtig wäre, aber ja, ich habe mit 45 dauerhaft ein Sixpack. Nicht, weil ich ein Fitnessfanatiker bin, sondern weil ich verstanden habe, wie mein Körper funktioniert. Meine Philosophie ist einfach. Jede Abkürzung hat ihren Preis. Das Problem ist nur, wir kennen die Währung meistens nicht, in der wir später bezahlen müssen. Ein wichtiger Hinweis: Ich bin kein Arzt. Ich gebe dir Wissen, keine medizinische Beratung. Was du mit diesem Wissen machst, liegt in deiner Verantwortung. Genug der Vorrede, fangen wir direkt mit dem an, weswegen du hier bist. Die Liste der Wahrheit. Wir fackeln nicht lange. Hier sind meine Top 10 der gesunden Kohlenhydrate. 1. Pistazien. 2. Kreuzblütler, also Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl. 3. Beeren, also Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren. 4. Grüne Bohnen. 5. Hülsenfrüchte, also Linsen, Kichererbsen und Bohnen. 6. Äpfel und Birnen. 7. Kürbis. 8. Quinoa. 9. Süßkartoffeln. Und 10. Gekühlte Kartoffeln oder Reis. Das sind sie. Das sind deine Top 10. Jetzt weißt du, welche Kohlenhydrate du essen kannst und kannst das Video wieder schließen. Wenn du aber wissen möchtest, warum genau diese 10 Lebensmittel auf meiner Liste stehen und auch in den Top 20 der 10 analysierten Videos von Experten vorkommen, dann bleib dran. Ich erkläre dir jetzt sofort, warum das meine Top 10 sind und später im Video noch, warum kein Getreide dabei ist, aber auch warum diese Top 10 trotzdem sehr ungesund für dich sein können. Hier ist der Konsens aus der Videoanalyse, unter anderem auch von Top-Experten wie Dr. Mike Israetel, Dr. Anthony Balduzzi, Dr. Tess, Dr. Nick Jarofsky oder auch Fitnessexperten wie Thomas DeLauer. Erstens, Pistazien. Die meisten Menschen denken bei Pistazien nicht an Kohlenhydrate, aber sie erfüllen perfekt die 5:1-Regel. Das bedeutet, auf 5 Gramm Kohlenhydrate kommt mindestens 1 Gramm Ballaststoffe. Diese Ballaststoffe verlangsamen die Zuckeraufnahme. Dein Blutzucker steigt langsam und kontrolliert. Zweitens, Kreuzblütler. Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Kohl. Diese Gemüsesorten kannst du essen, bis du platzt. Die glykämische Last ist praktisch bei 0. Das bedeutet, kaum Einfluss auf deinen Blutzucker. Zeitgleich liefern sie Stoffe, die Entzündungen hemmen und sogar den Östrogenspiegel regulieren. Wichtig für jeden, der Bauchfett loswerden will. Drittens, Beeren, also Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Erdbeeren. Das ist der einzige Süßigkeitenersatz, den ich empfehlen kann. Niedriger Zuckergehalt, extrem viele Ballaststoffe und sie enthalten Antioxidantien, die dein Cholesterin schützen. Studien zeigen sogar, wer Beeren isst, nimmt ab. Viertens, grüne Bohnen. Nicht zu verwechseln mit den stärkehaltigeren Bohnenarten. Grüne Bohnen haben kaum Einfluss auf den Blutzucker und eignen sich perfekt als Beilage. Fünftens, Hülsenfrüchte. Linsen, Kichererbsen, schwarze Bohnen. Eine fantastische Quelle für langsame Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Aber, und das ist wichtig, bereite sie im Schnellkochtopf zu. Der hohe Druck neutralisiert die Lektine. Das sind Antinährstoffe, die sonst deinen Darm belasten und Blähungen verursachen können. Sechstens, Äpfel und Birnen. Überraschend, oder? Studien zeigen, dass der regelmäßige Verzehr von Äpfeln mit Gewichtsverlust korreliert. Warum? Pektine. Diese löslichen Ballaststoffe machen lange satt. Aber, und das ist entscheidend, nur als ganze Frucht. Als Saft ist es reines Zuckerwasser. Siebtens, Kürbis, die bessere Kartoffel. Butternut, Hokkaido, Muskatkürbis. Reich an Beta-Carotin, moderater Einfluss auf den Blutzucker und unglaublich vielseitig in der Küche. Achtens, Quinoa. Technisch gesehen ein Pseudogetreide. Enthält alle essentiellen Aminosäuren, ist also eine vollständige Proteinquelle. Dazu viele Ballaststoffe, perfekt als Beilage statt Reis. Neuntens, Süßkartoffeln. Obwohl sie süß schmecken, halten sie den Blutzucker stabiler als normale Kartoffeln.
Sie enthalten Beta-Carotin und Studien zeigen, dass sie sogar den Langzeitblutzucker senken können. Und 10. gekühlte Kartoffeln oder Reis. Moment, Reis ist doch ein Getreide. Stimmt, aber Reis hat nicht die Probleme von Weizen, Dinkel oder Roggen. Kein Gluten, keine modernen Hochzüchtungen, die unseren Darm stressen. Keine Regel ohne Ausnahme. Der Trick bei beiden: erst kochen, dann abkühlen lassen. Dadurch entsteht resistente Stärke und der Blutzucker steigt weniger stark an. Das Gute daran: du kannst sie danach auch wieder aufwärmen. Der Effekt bleibt erhalten. In Asien machen sie das übrigens schon seit Hunderten von Jahren. Aber lass dich nicht täuschen, resistente Stärke ist kein Wundermittel. Die glykämische Last bleibt relativ hoch. Die Reduktion macht vielleicht 20-30% aus. Auch hier gilt: verdienen sie dir, aber dazu kommen wir später noch im Video. Und noch ein Punkt zum Reis. Weißer Reis kann sogar besser sein als Vollkornreis, weil sich Arsen in der Schale ansammelt, welche beim weißen Reis nicht mehr vorhanden ist. Jetzt die entscheidende Frage: Hast du gemerkt, was auf dieser Liste fehlt? Haferflocken, Nudeln, Brot. Ja, auch das gesunde Vollkornbrot. Warum? Weil es sich um verarbeitete azelluläre Kohlenhydrate handelt. Die natürliche Struktur wurde zerstört. Die Ballaststoffe wurden entfernt oder aufgebrochen. Was bleibt, schießt in dein Blut wie Raketentreibstoff. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt kein gesundes Brot. Es gibt nur das am wenigsten ungesunde Brot. Warum das so ist und was das eigentliche Problem mit Getreide ist, das erkläre ich dir ausführlich in meinem Video zum Thema Brot und Getreide. Hand aufs Herz, welches dieser vermeintlich gesunden Getreideprodukte isst du jeden Morgen in dem Glauben, es tut dir gut? Schreib mir das unten in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Und falls du jetzt denkst, aber auf Nudeln kann ich wirklich nicht verzichten, ich verstehe dich. Geht mir genauso. Deshalb habe ich auf meiner Webseite lifealgorithm.de meine Favoriten für Low-Carb-Nudeln zusammengestellt. Die findest du unter Top 3 Produkte, dann Ernährung, dann Nudeln und Pasta. Und damit sind wir bei einem Thema, das vielen nicht schmecken wird: die Haferflockenfalle. Lass mich kurz klarstellen, ich habe nichts gegen Haferflocken. Für einen Athleten, der täglich intensiv trainiert, können sie eine hervorragende Energiequelle sein. Aber für dich, und ich meine dich mit dem Bürojob, der 8 Stunden sitzt, vielleicht mal die Treppe nimmt und am Wochenende einen Spaziergang macht, sind Haferflocken ein Problemlebensmittel. Warum? Weil Haferflocken verarbeitet sind. Das Korn wurde gewalzt, gedämpft, gepresst. Die Zellstruktur ist zerstört. Die Kohlenhydrate gelangen extrem schnell ins Blut. Ja, Haferflocken enthalten Beta-Glucan. Das kann den Cholesterinspiegel leicht senken. Aber Beta-Glucan ist kein Wundermittel. Einem Diabetiker Haferflocken zu empfehlen, ist meiner Meinung nach schlichtweg falsch, beziehungsweise ich gehe noch weiter: absoluter Schwachsinn. Das perfide: die Nahrungsmittelindustrie hat uns eingeredet, Vollkornprodukte sind gesund. Im Vergleich zu Weißbrot, ja, besser. Aber das ist wie zu sagen, 10 Zigaretten am Tag sind besser als eine ganze Schachtel. Technisch korrekt, trotzdem schädlich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt immer noch über 50% der Energie aus Kohlenhydraten. Für einen Büromenschen ist das kein Rat, es ist ein Rezept für Insulinresistenz und Diabetes. Die Epidemie von Übergewicht und Diabetes begann in den frühen 80er Jahren, genau als diese Empfehlungen populär wurden. Eine Analyse im Fachjournal Critical Reviews in Food Science and Nutrition zeigt, als die Low-Fat-Empfehlungen aufkamen, ersetzten Menschen das Fett durch Kohlenhydrate. Das Ergebnis: eine parallele Explosion von Übergewicht und Diabetes. Und wer profitiert? Die Nahrungsmittelindustrie. Kohlenhydrate sind billig. Zucker macht süchtig. Wer alle 2 Stunden Hunger hat, kauft mehr. Du bist nicht willensschwach, du steckst in einer biochemischen Abhängigkeit. Wenn du diese Achterbahn aus Müdigkeit und Heißhunger kennst, dieses Gefühl, um 3 Uhr nachmittags am Schreibtisch einzuschlafen und nach etwas Süßem zu greifen, dann gib dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben. Damit zeigen wir dem Algorithmus, dass wir aufwachen. Aber wie sieht dieser Teufelskreis im Detail aus? Lass mich dir einen typischen Tag im Büro zeigen. Stell dir vor, es ist Montag, 7 Uhr morgens. Du stehst auf, duscht und machst dir ein vermeintlich gesundes Frühstück. Haferflocken mit Banane. Vielleicht noch etwas Honig drauf. Schmeckt gut, macht satt, oder? Was in deinem Körper passiert? Dein Blutzucker schießt in die Höhe. Deine Bauchspeicheldrüse pumpt Insulin aus, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schleusen. Das ist die Blutzuckerspitze Nummer 1. 10 Uhr Meeting. Auf dem Tisch stehen Kekse. Oder du holst dir einen Milchkaffee. Noch mehr Zucker, noch mehr Insulin. Blutzuckerspitze Nummer 2. 12:30 Uhr Mittagessen in der Kantine. Das Nudelgericht sieht gut aus. Oder die Currywurst mit Pommes. Beides bedeutet massive Blutzuckerspitze. Nummer 3. 15 Uhr. Das Zuckertief. Dein Körper hat so viel Insulin ausgeschüttet, dass dein Blutzucker jetzt komplett abstürzt. Du bist müde, unkonzentriert, dein Körper schreit nach Energie. Also greifst du zum Schokoriegel, zum Keks, zum Kaffee mit Zucker. Blutzuckerspitze Nummer 4. 19 Uhr Abendessen zu Hause. Brot. Wieder Getreide. Der Tag neigt sich dem Ende, aber dein Insulin ist immer noch auf Hochtouren. Blutzuckerspitze Nummer 5. 21:30 Uhr Chips oder Gummibärchen oder Schokolade auf der Couch. Der krönende Abschluss. Blutzuckerspitze Nummer 6. Was hast du gerade gesehen? Dein Insulin war mindestens 15 Stunden am Tag erhöht. 15 Stunden. Und meine Einschätzung des Büroalltags war vermutlich noch konservativ, was die Snacks angeht. So eine Ernährung ist nicht normal. Das ist das Gegenteil von dem, was die Natur für uns bestimmt hat. Jetzt kommt der entscheidende Punkt.
Insulin funktioniert wie ein Thermostat. Solange das Insulin hochgedreht ist, ist Fettverbrennung physikalisch unmöglich. Dein Körper kann nicht zeitgleich Zucker einlagern und Fett verbrennen. Das sind zwei gegensätzliche Stoffwechselprozesse. Das bedeutet, egal wie wenig Kalorien du isst, solange dein Insulin permanent erhöht ist, wirst du kein Gramm Fett verlieren. Du kannst hungern, so viel du willst. Dein Körper ist im Speichermodus, nicht im Verbrennungsmodus. Und genau das wollen bestimmte Industrien. Die Nahrungsmittelindustrie will, dass du ständig isst. Die Pharmaindustrie behandelt dann die Symptome mit Medikamenten. Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin. Ein gesunder Mensch ist ein verlorener Kunde. Aber keine Sorge, es gibt einen Ausweg. Und der beginnt mit einem Prinzip, das ich dir jetzt erkläre. Das Prinzip: Verdiene dir deine Kohlenhydrate. Lass mich dir eine Frage stellen. Warum kann der 20-Jährige, der jeden Tag im Fitnessstudio trainiert, Pizza und Eis essen und hat trotzdem ein Sixpack, während du einen Apfel isst und zunimmst? Die Antwort ist einfach und liegt in deinen Glykogenspeichern. Und um das zu verstehen, lass mich mal zwei Männer vergleichen. Beide 45 Jahre alt. Mann Nummer 1, ein trainierter Athlet. 97 Kilo schwer, 12% Körperfett, etwa 45 Kilo Muskelmasse. Nennen wir den mal Arthur. Mann Nummer 2, der durchschnittliche Dadbot. 88 Kilo schwer, 28% Körperfett, etwa 26 Kilo Muskelmasse. Nennen wir ihn mal Michael. Jetzt wird es spannend. Mein Körper kann in Leber und vor allem den Muskeln etwa 1100 Gramm Glykogen speichern. Im Vergleich kommt Michaels Körper auf einen Glykogenspeicher von 500 Gramm. Das ist weniger als die Hälfte. Das ist keine Angeberei. Was ich damit sagen möchte: Mehr Muskeln bedeuten mehr Speicherplatz für Kohlenhydrate. Weniger Muskeln bedeuten, der Überschuss landet schneller im Fett. Stell dir deine Muskeln wie einen Koffer vor. In diesen Koffer passen deine Kohlenhydrate in Form von Glykogen. Je mehr Muskeln du hast, desto größer der Koffer. Bei mir ist es ein großer Reisekoffer, beim durchschnittlichen Dadbot eher ein Handgepäck. Wenn du Sport machst, öffnest du den Koffer und nimmst Energie heraus. Nach dem Training ist der Koffer leerer. Jetzt ist Platz da. Wenn du dann Kohlenhydrate isst, wandern sie direkt in den Koffer. Genau dorthin, wo sie hingehören, in die Muskeln und nicht ins Fettgewebe. Das ist der Athlet. Er entleert seinen Koffer jeden Tag. Dann füllt er ihn wieder auf. Ein perfekter Kreislauf. Daher gibt es auch so eine differenzierte Meinung über Kohlenhydrate. Gerade bei Athleten, die über Kohlenhydrate lachen, wie in diesem Clip hier. And I'd been off carbs for 12 years, easy, like low carbs, like 50 grams of carbs a day. I was like, let's try it. Yeah. Let's say, increased the carbs and I didn't get fat. They liked it. Yeah. Yeah. Amazing. Yeah. Have you noticed some benefits from eating carbs? Yeah, I'm probably not as grumpy. You get to eat more tasty food. I do. Aber der Schreibtisch steht da. Wann hast du das letzte Mal deinen Koffer geleert? Wenn du ehrlich bist, der Koffer ist voll, vermutlich seit 2009. Du sitzt im Büro, du fährst Auto, du nimmst den Aufzug. Dein Körper steht im Parkmodus. Jetzt isst du Kohlenhydrate, egal ob gute oder schlechte. Sie kommen in deinen Körper und wollen in den Koffer. Aber der Koffer ist voll. Kein Platz. Was passiert? Die Energie läuft über. Sie muss irgendwo hin und dieser Ort ist dein Fettgewebe. Genauer gesagt, dein Bauchfett. Das viszerale Fett um deine Organe. Das ist nicht böse, das ist Biologie. Dein Körper speichert Energie für schlechte Zeiten. Das Problem ist aber, die schlechten Zeiten kommen nie. Du isst jeden Tag mindestens 3 Mahlzeiten und dazu kommen noch Snacks. Du bewegst dich nie, der Koffer bleibt immer voll. Das Fett stapelt sich. Und jetzt kommt der Denkfehler, den die meisten machen. Sie glauben, sie können am Wochenende einmal 5 Kilometer joggen und damit ist alles wieder gut. Die Realität? Michael verbrennt durch 5 Kilometer Joggen etwa 80 bis 90 Gramm Glykogen. Sein Speicher fasst aber 500 Gramm. Das Joggen ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Du kannst deine Ernährungssünden nicht einfach wegjoggen. Entweder du isst deutlich weniger Kohlenhydrate oder du musst dein Sportpensum massiv erhöhen. Hier ist auch eine klare Aussage von Dr. Robert Lustig. So if you think exercise is going to make you lose weight, you are deluded. You are under a delusion. You have adopted the calorie hypothesis. I am here to dispel. I am here to destroy the calorie hypothesis. A calorie is not a calorie. Das Prinzip heißt also, verdiene dir deine Kohlenhydrate. Nicht aus moralischen Gründen, sondern aus rein physiologischen Gründen. Keine Bewegung bedeutet keinen Platz im Koffer. Kein Platz im Koffer bedeutet, die Kohlenhydrate landen im Fett. Es gibt keinen Mittelweg. Zum Thema Sport und Kohlenhydrate habe ich auch ein Video gemacht, in dem ich erkläre, wann man wie viele Kohlenhydrate braucht. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Mechanismus, den du verstehen musst. Glut-4. Das ist ein Transportprotein in deinen Muskelzellen. Stell es dir vor wie eine Tür. Glut-4 öffnet die Tür, damit Zucker aus dem Blut in die Muskelzelle gelangen kann. Normalerweise braucht Glut-4 Insulin, um aktiviert zu werden. Aber, und das ist entscheidend, Muskelkontraktion aktiviert Glut-4 auch ohne Insulin. Das bedeutet, wenn du dich bewegst, öffnen sich die Türen deiner Muskelzellen. Der Zucker kann rein, ohne dass dein Insulinspiegel durch die Decke gehen muss. Das ist der Schlüssel. Bewegung macht deine Muskeln insulinsensitiv. Sie werden wieder empfänglich für Zucker.
die Türen öffnen sich, der Koffer kann wieder befüllt werden. Wenn du mehr über Insulin und wie du eine bestehende Insulinresistenz oder sogar Diabetes meiner Meinung nach angehen kannst, schau dir gerne mein Video zum Thema Diabetes an. Falls du jemanden kennst, der immer noch glaubt, dass er mit Vollkornbrot und Müsli abnimmt, teile dieses Video bitte. Wir müssen diese Mythen gemeinsam beenden. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Was kannst du konkret tun? Heißt das jetzt, du musst für immer auf Kohlenhydrate verzichten? Nein, aber du musst taktisch essen. Hier ist dein Protokoll. Erstens, leere den Koffer vor dem Essen. Bevor du Kohlenhydrate isst, beweg dich. Das muss kein 2-stündiges Training sein. 50 Kniebeugen reichen. Ein kurzer Spaziergang. Das Ziel, mach Platz im Koffer. Aktiviere deine Muskelzellen, öffne die Glut-4-Türen. 50 Kniebeugen vor dem Abendessen und die Kohlenhydrate landen in deinen Muskeln statt im Fettgewebe. Zweitens, beachte die Reihenfolge beim Essen. Das ist ein unterschätzter Trick. Isst niemals Kohlenhydrate als erstes oder allein. Stattdessen erst den Salat, dann das Steak oder den Fisch und zum Schluss die Kartoffeln oder den Reis. Warum? Die Ballaststoffe aus dem Gemüse verlangsamen die Verdauung, das Protein macht satt und die Kohlenhydrate kommen langsamer ins Blut. Diese einfache Änderung kann deine Blutzuckerspitze um bis zu 50% reduzieren. Kein Verzicht, nur eine andere Reihenfolge. Drittens, bewege dich nach dem Essen. Der 10-minütige Spaziergang nach dem Abendessen ist mächtiger als jedes Medikament. Studien zeigen, moderate Bewegung nach einer Mahlzeit schleust den Zucker direkt in die Muskeln. Die Blutzuckerspitze wird geglättet. Das Insulin bleibt niedriger. Du musst nicht joggen, du musst nicht schwitzen. Einfach gehen. 10 bis 15 Minuten nach dem Essen. Jeden Tag. Das allein kann einen riesen Unterschied machen. Wenn du aber Schreibtischtäter bist, solltest du die Kohlenhydratzufuhr auf jeden Fall drastisch reduzieren. Ich weiß, was du jetzt denkst. Nur Fleisch und Brokkoli sind auf Dauer langweilig. Und da hast du recht. Genau an diesem Punkt scheitern die meisten Menschen. Sie wissen nicht, wie man kohlenhydratarm lecker kocht, ohne in alte Muster zu verfallen. Deshalb findest du auf meiner Webseite lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit, Ernährung, Low Carb und Keto-Rezepte von mir empfohlene Rezeptbücher für kohlenhydratarme Ernährung. Außerdem habe ich bereits 2 Videos mit Rezepten gemacht, die ich dir hier einblende. Das sind Rezepte, die dieses Prinzip unterstützen. Rezepte, die schmecken und satt machen und die deinen Blutzucker nicht in die Höhe treiben. Lass mich dir die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Erstens, vergiss Getreide. Meine Top 10 Kohlenhydrate sind Pistazien, Kreuzblütler, Beeren, grüne Bohnen, Hülsenfrüchte, Äpfel und Birnen, Kürbis, Quinoa, Süßkartoffeln und last but not least, gekühlte Kartoffeln oder Reis. Zweitens, verdiene dir deine Kohlenhydrate. Dein Koffer muss Platz haben. Kein Sport bedeutet kein Speicherplatz. Drittens, Koffer leeren vor dem Essen. 50 Kniebeugen, kurzes Training oder einfach ein zügiger Spaziergang. Viertens, Reihenfolge beachten. Erst Salat, dann Fleisch, dann Kohlenhydrate. Und fünftens, Bewegung danach. 10 Minuten Spaziergang nach der Mahlzeit. Du bist nicht übergewichtig, weil du faul bist. Und du bist auch nicht übergewichtig, weil du keine Willenskraft hast. Du bist übergewichtig, weil deine Speicher voll sind und du trotzdem weiter tankst. Weil dein Insulin permanent erhöht ist, weil dein Körper im Speichermodus feststeckt. Du hast nur 2 Optionen. Entweder du reduzierst drastisch den Konsum von Kohlenhydraten und Zucker oder du erhöhst dein Sportpensum so massiv, dass du riesige Kohlenhydratspeicher, also Muskeln, aufbaust. Meine Empfehlung, mach beides und zur Motivation noch mein Lieblingszitat von Jim Rohn. Wir alle müssen einen von 2 Schmerzen ertragen. Den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz des Bedauerns. Disziplin fordert wenig, Bedauern lastet schwer. Hol dir die Kontrolle zurück. Iss echtes Essen. Beweg dich, verdiene deine Kohlenhydrate. Das ist keine Bestrafung, das ist Freiheit. Freiheit von Heißhunger, Freiheit von Müdigkeit, Freiheit von der Achterbahn aus Blutzuckerspitzen und Abstürzen. Du hast jetzt das Wissen, was du damit machst, liegt bei dir. Das ist meine Philosophie. Ich liefere dir die Werkzeuge, du baust dein Leben. Abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal, wenn du die Wahrheit verträgst. Wenn du bereit bist, Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Wenn du verstanden hast, dass niemand außer dir selbst dein Leben verbessern wird. Unglaublich, aber 65% der Zuschauer haben immer noch nicht abonniert. Denk dran, keiner kommt, um dich zu retten. Das ist dein Leben, dein Körper, deine Verantwortung. In diesem Sinne, Peace out.